Freunde, meine Lego-Stadt ist nach 26 Update-Folgen fertig. Heute zeige ich euch daher jedes einzelne Detail und gehe anschließend auf die Kosten und den Designprozess ein. Worauf warten wir noch? Legen wir los. Wie ihr sehen könnt, steht das ganze Projekt in so einem Eckregal. Mehr Platz habe ich nun mal nicht. Das hatte dann leider zur Folge, dass ich die Gebäude sehr klein bauen musste, doch irgendwie macht genau diese Tatsache die Stadt besonders und verleiht ihr einen einzigartigen Touch, wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, fangen wir ganz links an. In dieser Reihe haben wir vorne ein Parfumboutique mit einer Wohnung oben drüber. Das war das erste Gebäude, das ich für meine italienische Stadt gebaut habe, weshalb ich mich sehr an einer Vorlage aus Verona orientiert habe, welche ihr hier sehen könnt. Die Einrichtung möchte ich euch ebenfalls nicht vorenthalten, deshalb auch ein paar Aufnahmen davon. Wenn wir weiter Richtung Wand gehen, finden wir ein Modegeschäft vor. Auch hier gibt es ein Gebäude in Verona, an dem ich mich orientiert habe, da das mein zweites Gebäude war. Im Erdgeschoss ist halt der Laden, nicht sehr spektakulär. Allerdings gibt es eine Etage drüber eine Schießerei zwischen Mafia-Mitgliedern. Diese Geschichte werden wir im neuen Projekt weiter eskalieren. Bemerkt bitte die Slot-Technik, derer ich mich beim Dach bedient habe. Ganz hinten steht das Hotel, eines der schönsten Gebäude in meiner Stadt, wie ich finde. Die Fassade gefällt mir einfach richtig gut. Hier seht ihr auch den Grund, warum ich keine Treppen in die Gebäude einbaue. So gäbe es einfach keinen Platz für eine vernünftige Einrichtung mehr. Das fände ich schade. Die Häuser sind aber einfach zu klein für beides. Drehen wir uns nun zur Seite. Dort könnt ihr die Villa bzw. das Museum sehen. Dieses Gebäude gefällt mir am wenigsten und wird daher so schnell wie möglich im neuen Projekt abgerissen. Die Einrichtung finde ich allerdings ziemlich gut. Wir haben sogar so eine kleine Verbindungsbrücke zwischen den beiden gebauten Gebäuden, die an die Seufzerbrücke aus Venedig angelehnt ist. Eine Busgarage findet sich auch im Erdgeschoss. Und hier seht ihr noch ein Restaurant. Vorne dran haben wir einen Souvenirshop, der über eine sehr interessante Slot-Technik gebaut wurde. Auch eines meiner Lieblingsgebäude. Mehr dazu aber im Stadtupdate. Die Einrichtung ist nicht so spektakulär, allerdings kann man sie von außen sehen. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist. Wieso sonst sollte man ein Gebäude einrichten? Rechts daneben findet sich die Eisdiele. Auch ein sehr schönes Gebäude. Bautechnisch war es sehr spannend. Vor allem die Fenster, weshalb ich euch unbedingt die Update-Folge dazu empfehle. Klickt einfach aufs i. Im Erdgeschoss ist die Eisdiele. Gefällt mir aber nicht so ganz, während wir im Obergeschoss eine Wohnung vorfinden können. Gehen wir nun noch einmal ganz hinter zur Kirche. Vor allem die Orgel innen möchte ich hervorheben. Ansonsten ist sie bautechnisch nicht so spannend, dafür aber sauteuer. Dieses Gebäude hat mich über 250 € gekostet. Ich sage nur Light Nougat. Eine wirklich kostenintensive Farbe. Zu den Kosten aber später mehr. Ich habe mich beim Bau stark an einer Kirche in La Maddalena orientiert. Neben diesem überteuerten Projekt befindet sich das Rathaus. Auch hier ist vor allem die Einrichtung sehr schön, wie ich finde. Hervorzuheben ist das Büro des Bürgermeisters mit dem Kronleuchter aus der Big Bang. Der Platz davor mit den zwei Säulen ist natürlich eine Abwandlung des Markusplatzes in Venedig. So, das war Modul 1. Weiter geht's mit dem nebenan. Wir haben hier zunächst so ein riesiges Gebäude, welches ein Kaufhaus ist. Auch hier steht meine Vorlage in Venedig. Im Erdgeschoss findet sich zum Beispiel ein Lego Store und in dem Obergeschoss möchte ich vor allem den Blumenladen hervorheben. Dieses Modul ist relativ neu, weshalb ihr es wahrscheinlich schon kennt. Das ist der Grund, wieso ich es etwas durchpeitschen werde. Hierzu gibt es normale Stadtupdates, aber auch Shorts. Link im i. Nebendran steht die Bank. Von der Einrichtung ist sie nicht so spektakulär. Die Fassade mit diesen Ingots gefällt mir aber dennoch gut. Die Pizzeria hier gefällt mir allerdings nicht. Ihr fehlt der markante Pizzaofen in der Inneneinrichtung, ein Schild, welches sagt, was für ein Restaurant sich dort befindet, und die Fassade ist Mist. Lediglich die Markisen finde ich schön. Wenn wir nun diese Gasse überqueren, sehen wir die Bibliothek. Das Konzept dieses Gebäudes mag ich sehr, weshalb es im neuen Projekt ein Upgrade kriegt. Ich meine, Light Blue Grey und Bright Light Yellow passen schon irgendwie zusammen, oder? Die Einrichtung seht ihr nochmal hier. Ich hatte natürlich schon wenig Platz, aber ich habe ihn gut genutzt, wie ich finde. Ganz hinten haben wir die Villa in Dark Orange. Die gefällt mir auch gut. Ihr Obergeschoss ist sogar mit der Bibliothek verbunden. Mehr Wohnraum. Bevor wir mit dem letzten Modul weitermachen, möchte ich hier ein Problem kurz erwähnen. Man sieht einfach viele Gebäude, vor allem die zwei von gerade eben, nicht. Das ist ein Punkt, den ich in ein paar Monaten besser machen werde. Mehr dazu aber nächste Woche. Abonnieren lohnt sich also, könnt ihr gerne jetzt mal tun. Im dritten Teil der Stadt haben wir im Hintergrund ein Geschäft, was Wein und Käse verkauft. Typisch italienisch halt. Die Einrichtung seht ihr hier. Den Querschnitt habe ich eingebaut, um mir die Steine für die Seitenwand zu sparen. Es hat aber auch den Vorteil, dass man von der Seite reinschauen kann, zum Beispiel auf Lego-Ausstellungen. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen also. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal von hinten nach vorne. Ganz rechts seht ihr die Apotheke. Ihr fehlt leider das Kreuz vorne. Naja, im Inneren gefällt mir aber vor allem die Optik von diesen Medikamentregalen. Nach oben hin gibt es wenig Spannendes, wie ihr sehen könnt. Bautechnische Besonderheiten tauchen hier natürlich auch auf,
Mehr aber in der Folge dazu. Diese zwei Gebäude vorne dran, die Bäckerei Mido Nougat und der Friseursalon, sind nach oben hin vereint. Deshalb betrachten wir sie mal als eins. Die Einrichtung im Erdgeschoss ist hässlich. Allerdings findet ihr im Obergeschoss eine Lego-Ausstellung. Ganz oben ist sogar eine Moonbase. Das Haus im Medium Lavender ist das dümmste Gebäude, das ich jemals gebaut habe. Unten ist eine öffentliche Toilette und oben eine Arztpraxis. Ja, wenigstens hat euch das Video dazu gefallen. Bemerkt bitte noch das Dachfenster oben. Das letzte Gebäude ist eine Touristeninformation. Hierzu gibt es nicht wirklich viel mehr zu sagen. Oben ist halt noch eine Wohnung ohne Schlafzimmer. Dafür aber mit großem Bad. Und damit war's das vom Rundgang. Bevor ich allerdings auf die Kosten eingehe, noch ein paar Worte zum Designprozess. Ich habe das Ganze vollständig mit jedem einzelnen Stein digital in Stadeo vorgebaut. Das hilft mir einfach, das Beste mir Mögliche herauszuholen, alle Details zu berücksichtigen und nur die Steine, die ich wirklich brauche, zu kaufen. Ich würde jedem diese Vorgehensweise empfehlen. Dennoch, in dieser Stadt sind viele Fehler passiert. Fehler, aus denen ich lernen werde. Fehler, die mich zwingen werden, das ganze Projekt komplett neu anzugehen. Fehler, aus denen auch ihr lernen sollt, weshalb ich nächste Woche genau auf diese eingehen werde, damit wir danach die Innenstadt abreißen und durch eine neue ersetzen können. Eine neue, die viel besser sein wird. Eine Stadt, bei der ich wirklich das Beste mir Mögliche herausgeholt habe. Freut euch schon, ich mich riesig. Und damit nun zu den Kosten. Das ganze Projekt besteht aus exakt 28.774 Teilen. Bezahlt habe ich dafür ungefähr 2.300 Euro. Ich kann es nicht mehr exakt sagen, aber auf solche Summen wirken sich 10 Euro jetzt nicht mehr so stark aus. Auf einen Stein runtergerechnet macht das 8 Cent pro Teil. Das ist eigentlich okay, wenn man bedenkt, wie teuer Light Nougat war. Ich möchte aber sagen, dass ich mir vollstens darüber im Klaren bin, dass sich das nicht jeder leisten kann. Ich bin da sehr dankbar dafür. Ich sage dir die Zahlen nicht, um damit anzugeben, sondern um euch einen kleinen Überblick zu geben, wie teuer so ein kleines Projekt eigentlich sein kann. Wenn ihr aber dennoch Geld beim Kaufen von Lego sparen wollt, dann kann ich euch dieses Video hier nur empfehlen. Und damit war es das eigentlich auch schon von diesem Video hier. Hier habt ihr noch einmal die Playlist mit allen Stadtupdates. Also ich würde sagen, wir sehen uns in einem dieser Videos. Bis gleich.